Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Katrin Hertel und ich bin professionelle Blockflötistin und Blockflötenpädagogin. Heute möchte ich dir 3 Tipps geben, mit denen du typische Fehler beim Blockflötespielen vermeiden kannst. So klingt dein Spiel gleich viel schöner und das Musizieren macht noch mehr Spaß. Für dieses Video habe ich Dinge ausgewählt, bei denen es um Atmung und Tonerzeugung geht. Weitere Videos zu anderen Themen sind aber bereits in Planung, also abonniere unbedingt meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Bevor wir starten, noch kurz ein Hinweis. Ich freue mich immer sehr über Unterstützerinnen und Unterstützer. Dazu gehst du einfach auf patreon.com/katrinhertel oder du spendierst mir auf kofi.com/katrinhertel einen Kaffee. Die entsprechenden Links findest du natürlich auch unter diesem Video. Ein großes Dankeschön schon mal an alle, die mich auf diese Weise bereits unterstützt haben und aktuell unterstützen. Beachte bitte, dass die folgenden Tipps alle aufeinander aufbauen. Deshalb empfehle ich dir unbedingt, das ganze Video anzuschauen, damit du unnötige Umwege direkt vermeiden kannst. Beginnen wir nun aber endlich mit Tipp Nummer 1. Oft sehe ich es bei meinen Anfängerinnen und Anfängern, dass sie ihre Blockflöte sehr weit in den Mund hineinstecken, sodass die Zähne auf dem Schnabel aufliegen. Das sieht in etwa so aus. Dadurch kommt es oft zu Bissspuren an den Instrumenten, die weder besonders schön noch besonders gesund sind. Wichtig ist, dass die Blockflöte vor den Zähnen bleibt. Jetzt kann sich das für die eine oder den anderen etwas wackelig anfühlen, so als bestünde dauerhaft die Gefahr, dass einem das Instrument im Eifer des Gefechts aus dem Mund rutscht. Wenn dir das auch so geht, empfehle ich dir, eine kleine Schnute zu machen. Dabei gehen deine Lippen leicht nach vorne, sind etwas angespannt und können die Blockflöte so in ihrer Position halten, ohne dass sie in Gefahr ist, zwischen die Zähne zu geraten. Diese Schnute ist aber kein Muss. Wenn du dich mit entspannten Lippen wohler fühlst, ist auch das total in Ordnung, solange du keine Luft an der Blockflöte vorbeibläst. Das einzig Wichtige ist, dass deine Zähne nichts an der Blockflöte zu suchen haben. Machen wir direkt mit Tipp Nummer 2 weiter. Viele Blockflötenanfängerinnen und Anfänger trennen ihre Töne durch ein Hü. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ein neuer Ton beginnt, blasen sie von hier aus dem Kehlkopf und dem Bauchraum mit neuer Kraft einen Ton. Das klingt dann in etwa so. Leider fehlt einem dadurch erstens eine gute Kontrolle über den Tonbeginn, zweitens ist diese Art der Tontrennung nicht besonders gesund für den Kehlkopf und drittens funktioniert diese Technik spätestens dann nicht mehr zuverlässig, wenn die Töne, die man spielen möchte, schneller werden. Deswegen ist zum Blockflötespielen eine gute Arbeit mit unserer Zunge wichtig. Der Fachbegriff dafür nennt sich Artikulation, vom lateinischen Wort articulare, welches deutlich aussprechen bedeutet. Und so wie wir beim deutlichen Sprechen ohne unsere Zunge aufgeschmissen wären, sind wir es auch beim Blockflötenspielen. Aber Achtung, bevor ihr jetzt eine falsche Vorstellung davon bekommt, die Zunge ist beim Spielen immer, also wirklich immer in unserem Mundraum hinter unseren Zähnen und berührt unsere Blockflöte nicht. Denn diese ist ja, wie wir eben beim ersten Tipp gehört haben, vor unseren Zähnen. Aber was macht jetzt unsere Zunge? Beginnen wir mit einer Trockenübung. Damit du deine Zungenspitze gut spüren kannst, berühre sie kurz einmal mit einem Finger. Dann flüstere ein paar Mal hintereinander Dü. Kannst du spüren, wo sich deine Zungenspitze im Mund bewegt? Sie berührt den Teil knapp oberhalb deiner Schneidezähne. Und genau da bewegt sie sich auch beim Blockflötespielen. Nimm nun einen Blockflötenkopf oder auch eine ganze Blockflöte in die Hand und flüstere noch einmal deine Düs. Währenddessen steckst du den Blockflötenkopf zwischen die Lippen und flüsterst weiter dein Dü. Das klingt dann ungefähr so. Wichtig ist, dass sich in deinem Mund nichts verändert, wenn du die Blockflöte hineinsteckst. Die Zunge macht weiter ihr Dü an der Stelle oberhalb der Schneidezähne. Der einzige Unterschied ist, dass du in dem Moment eine Blockflöte zwischen den Lippen hast. Wie alle Dinge beim Lernen eines Instruments erfordert auch dies Übung. Bei manchen Menschen mehr und bei manchen Menschen weniger.
Sei also geduldig mit dir selbst und beginne jedes Mal, wenn du übst, mit der eben gezeigten Übung. Du kannst dir auch Dü über deine Lieder schreiben, falls du es beim Spielen sonst vergisst. Wenn du regelmäßig daran arbeitest und dich selbst immer wieder daran erinnerst, wirst du irgendwann ganz automatisch mit Dü spielen. Achte unbedingt darauf, dass deine Zunge nicht anfängt zu wandern, wenn beim Dü-Flüstern die Blockflöte dazukommt. Bei manchen rutscht die Zunge plötzlich am Gaumen weiter nach oben, so dass das Dü sehr dumpf klingt. Ich zeige euch einmal, wie die Zunge von weiter unten den Gaumen nach oben wandert. Andere versuchen plötzlich, das Dü hier vorne am Windkanal zu erzeugen. In etwa so. Hier gilt weiterhin, die Zunge bleibt hinter und die Flöte vor den Zähnen. Die beiden berühren einander nicht. Außerdem ist es wichtig, dass der restliche Teil deiner Zunge zwischen den oberen Backenzähnen festgesetzt ist. Das kannst du überprüfen, wenn du das Wort jede sprichst. Da, wo die Zunge beim je sitzt, sitzt sie im besten Fall auch beim Blockflöte spielen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 3. Eine weitere Sache, die ich im Unterricht mit Anfängerinnen und Anfängern sehr oft beobachte, ist, dass jeder Ton einzeln angeblasen wird und damit einhergehend manchmal sogar nach jedem Ton neue Luft geholt wird. Dies sieht nicht nur etwas speziell aus, sondern ist auch eher unpraktisch. Auf diese Art bekommt jeder Ton einen Impuls, was aus musikalischer Sicht selten Sinn ergibt. Außerdem schränkt es das Spieltempo stark ein. Zusätzlich ist diese Spielart oftmals mit fehlender Artikulation verbunden. Man spielt also ohne das in Tipp Nummer 2 bereits besprochene Dü. Aber wie kannst du es besser machen? Stell dir vor, deine Luft ist ein durchgehender Strom, ein wenig wie das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt. Es fließt aus deiner Lunge, durch deinen Hals, aus deinem Mund in die Blockflöte. Dieser Wasserstrahl wird nur durch das Dü unserer Zunge immer wieder durchtrennt, als würden wir kurz unsere Hand dazwischen halten. Aber das Wichtige ist, das Wasser fließt trotzdem immer weiter. Wir bewegen also nicht den Hebel am Wasserhahn, sondern wir unterbrechen den Strom nur durch unsere Zunge. Und natürlich, wenn wir zwischendurch mal Luft holen müssen. Mit einer Blockflöte im Mund klingt das dann so. Hörst du den Unterschied, wenn ich jetzt nochmal jeden Ton einzeln anblase? Auch hier gehört natürlich Übung dazu und nur weil es dir am Anfang schwerfällt, heißt das nicht, dass du es nicht kannst. Bleib dran und versuche auch hier, dich regelmäßig wieder daran zu erinnern. Dann fällt es dir mit der Zeit immer leichter. Wenn du zu den Leuten gehörst, die nach jedem Ton Luft holen, fragst du dich vermutlich jetzt, wie das gehen soll, wenn wir gleichzeitig einen langen, durchgehenden Luftstrom produzieren wollen. Keine Sorge, du kannst mehr Töne auf einen Atem spielen, als du denkst. Dafür ist es sehr hilfreich, wenn du die Atemzeichen in deine Stücke einträgst. Diese können zum Beispiel aussehen wie ein V oder du schreibst dir ein Komma in die Noten. Am besten ist es, wenn du die Atemzeichen so einträgst, dass sie auch musikalisch Sinn ergeben. Das geht besonders einfach, wenn du Noten vor dir hast, zu denen es auch einen Liedtext gibt. Dort trägst du Atemzeichen ein, wenn im Liedtext zum Beispiel ein Komma, ein Punkt oder ein ähnliches Satzzeichen steht. Bei Noten, unter denen kein Text steht, ist es ein bisschen schwerer, eine geeignete Stelle zu finden. Dazu mache ich nochmal ein gesondertes Video. Denk also daran, meinen Kanal zu abonnieren, um es nicht zu verpassen. Wenn du deine Atemzeichen eingetragen hast, geht es nun darum, dich von einem Atemzeichen zum nächsten zu hangeln. Du beginnst ein Stück damit, dass du tief durch den Mund Luft holst. Dann spielst du vom Anfang des Stückes bis zum ersten Atemzeichen, ohne zwischendurch den Mund zu öffnen. Das Einzige, was deine Töne voneinander trennt, ist das Dü deiner Zunge. Wenn du das Atemzeichen erreicht hast, klaust du dir ein bisschen Zeit von dem Ton vor dem Atemzeichen. Du schnappst mit dem Mund zügig nach viel Luft, als hättest du dich vor etwas erschrocken. Und dann spielst du weiter bis zum nächsten Atemzeichen. Und so geht das immer weiter, bis du das Ende deines Stücks erreicht hast. Das klingt dann so.
Wenn es dich am Anfang überfordert, auf all diese Dinge gleichzeitig zu achten, dann ist das ganz normal. Da hilft es, deine Aufmerksamkeit jedes Mal auf unterschiedliche Punkte zu lenken, anstatt alles gleichzeitig beobachten zu wollen. Du spielst also dein Stück einmal durch und achtest dabei darauf, nur an den Atemzeichen schnell Luft zu schnappen. Beim nächsten Mal achtest du darauf, alles mit einem durchgehenden Luftstrom zu spielen. Und dann achtest du beim dritten Mal darauf, dass du jeden Ton mit einem Dü beginnst. Du kannst zum Beispiel auch würfeln, worauf du beim nächsten Durchgang achten wirst. Bei einer 1 und 2 achtest du auf die Atemzeichen, bei einer 3 und 4 auf den durchgehenden Luftstrom und bei 5 und 6 auf das Dü. Oder du entscheidest selber, ganz wie es für dich am besten funktioniert. So lernst du Stück für Stück die einzelnen Punkte umzusetzen, bis du sie automatisch alle einbaust. Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Nicht jeder Person fällt alles immer gleich leicht und das kann manchmal ganz schön frustrierend sein. Sei also geduldig mit dir, in dem Wissen, dass es eine Weile dauern kann, bis du alle Tipps aus diesem Video umsetzen kannst. Damit sind wir für heute am Ende meiner Tipps angelangt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und wenn du Fragen hast, stelle sie mir gerne in den Kommentaren. Wenn du Interesse hast, ganz individuell an deinem Blockflötenspiel zu arbeiten, melde dich gerne bei mir. Ich gebe meinen Blockflötenunterricht auch online. Unter katrinhertel.de/Unterricht findest du meine Unterrichtskonditionen. Den Link findest du natürlich auch in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, lasse mir gerne ein Like da, teile dieses Video mit deinen Blockflötenfreundinnen und Freunden, die den einen oder anderen Tipp vielleicht ebenfalls gebrauchen können, und abonniere meinen Kanal. Und wie ich bereits am Anfang gesagt habe, über Unterstützung auf Patreon freue ich mich ebenso, wie wenn du mir einen Kaffee spendieren magst. Auch die entsprechenden Links dafür findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.